Hallo meine Freunde, hola Madridistas, soll noch mal jemand behaupten, dass wir Madridistas im Santiago Bernabéu nicht pfeifen sollten? Wenn das Ergebnis ist, dann sollte jede Woche ausgepfiffen werden. Real Madrid hat auf die Pfiffe reagiert und auf dem Platz geantwortet. Real Madrid zerpflückt den AS Monaco in seine Einzelteile und gewinnt absolut verdient mit 6:1. Und auch ein Álvaro Arbeloa scheint die richtigen Wörter gefunden zu haben, denn das war die beste Mannschaftsleistung seit 1,5 Jahren. Und was kommt dabei raus? Dieses Real Madrid hat endlich wieder Spaß gemacht. Enhorabuena. Gracias. Vamos. Ja, Vini Junior lacht, Kylian Mbappé an seiner Seite auch. Und wenn die beiden lachen, dann lacht der Madridismo. Ja, bevor wir zur Aufstellung, zum Spiel, zur Analyse kommen etc., schauen wir uns erst einmal an, was hat dieser Sieg für Konsequenzen. Und wie ihr seht, durch diesen Sieg, auch in dieser Höhe, springt Real Madrid auf den 2. Tabellenplatz in der Champions League. Und realistisch gesehen können uns heute Abend eigentlich nur die Bayern und Atalanta Bergamo überholen. Das heißt, im schlimmsten Szenario landest du auf dem 4. Platz, was in der oberen Hälfte der direkten Qualifikation ist, das Ziel von Real Madrid. Also dieses Ergebnis hat auch in der Tabelle sehr, sehr gut getan. Ja, und starten wir direkt mit der ersten guten Neuigkeit. Die erste gute Neuigkeit hat jeder Madridista gestern 1,5 Stunden vor dem Anschluss bekommen, nämlich diese Aufstellung hat Álvaro Arbeloa gewählt. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist jeder Madridista mit dieser Ausstellung zufrieden gewesen. Der eine oder andere Spieler hätte man vielleicht noch austauschen können, aber im Endeffekt hat Arbeloa recht behalten. Denn diese Jungs haben abgeliefert, das muss man sagen. Im Tor Thibaut Courtois, Innenverteidigung Asensio und Dienhausen. Die Außenverteidiger Fede Valverde und Eduardo Camavinga. Ja, irgendeiner muss denen mal beibringen, dass die geborene Außenverteidiger sind. Wahrscheinlich die Besten im Kader. Also was Fede Valverde Woche für Woche auf dem rechten Verteidiger abliefert. Unglaublich. Für mich beste rechte Verteidiger der Welt, wenn der sich darauf mal einlassen würde. Links hinten Eduardo Camavinga. Naja, ein Álvaro Carreras gefällt mir auch sehr, sehr, sehr ungefähr auf einer Ebene. Aber ihr habt gesehen, was für ein riesen Unterschied das ist, ob ein Fran Garcia den linken Verteidiger macht oder ein Eduardo Camavinga. Im Mittelfeld hat sich Arbeloa für Fußball entschieden. Tchouaméni an seiner Seite, Bellingham und Arda Güler. Ja, und das ist nun mal die höchste Qualität, die wir im Kader haben. Es hat Spaß gemacht, wie der Ball von hinten nach vorne gelaufen ist. Toll. Und vorne drin Kylian Mbappé auf der 9. Der macht mal wieder nach einer Viertelstunde entscheidet der schon das Spiel. Links ein Vini Junior, dem dieses Spiel richtig gut getan hat. Wie gesagt, da kommen wir dazu. Und rechts ein Franco Mastantuono mit seinem besten Spiel, seit er für Real Madrid spielt. Ich glaube, das hat etwas mit seiner Haarfarbe zu tun. Ja, aber wie geht das Spiel los? Wie die Feuerwehr. In den ersten 30, 40, 50 Sekunden war Franco Mastantuono schon 3-4 Mal gefährlich am Ball. Wie geht das? Was war gestern mit Franco Mastantuono, Eminem Slim Shady los? Ja, der hat über rechts Druck gemacht, die ganze Mannschaft mobil, aggressiv, vorne in Pressing. Monaco kam von Anfang an nicht aus der eigenen Hälfte spielerisch raus. Ja, und es ist so gekommen, wie es kommen musste. Das Ganze schon nach 5 Minuten. Franco Mastantuono, schöne Einzelleistung, spielt auf dem Fede Valverde, für den diese 70 Meter nach vorne sind, wie für mich ein Spaziergang auf die Toilette. Also das macht ihm gar nichts aus. Der kriegt den Ball, macht eine super Bewegung, nimmt den Ball mit rechts an, mit links auf Kylian Mbappé. Und Kylian Mbappé, wie ein Cristiano Ronaldo damals im Champions League Finale gegen Juventus Turin, trocken den Ball links unten neben den Pfosten. Ja, und Real Madrid feiert, aber spielt direkt weiter. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie gesehen, dass ein Tor die Mannschaftsleistung so definiert, wie gestern das 2:0 von Real Madrid. Dieses 2:0 war das am besten rausgespielte Tor von Real Madrid seit Monaten.
Einige würden behaupten, seit Jahren. Eduardo Camavinga hat hinten links den Ball. Und nicht wie andere Fußballer, ich möchte jetzt keinen wieder runter machen, schießt den Ball blind nach vorne oder versucht wieder hintenrum zu einem Dienhausen oder Asensio zu spielen, hintenrum zu einem Courtois. Nein, ein Bellingham kommt entgegen, ein Arda kommt entgegen, ein Vini kommt entgegen. Ein Eduardo Camavinga hat einen Fächer an Möglichkeiten, spielt den Ball auf den Vini Junior, startet sofort durch. Vini Junior, der erste Kontakt, brillant. Pass auf Eduardo Camavinga, der dadurch minimal Zeit hat. Die Zeit sieht aber der Verteidiger oder der Mittelfeldspieler von Monaco, greift ihn sofort an. Was bedeutet individuelle Qualität? Das seht ihr im Tor von Real Madrid, in der Aktion von einem Eduardo Camavinga. Eine halbe Roulette mit der Hacke auf einen Arda Güler. Und Arda Güler, ich sage es euch immer wieder, der sieht, der liest, der fühlt den Fußball eine halbe Sekunde schneller als jeder andere auf dem Platz. Und das ist das, was ihn von anderen Fußballern unterscheidet. Und wenn du die Kapazität hast, eine halbe Sekunde schneller zu sein als die anderen im Kopf und dazu diesen linken Fuß, den kann dir nur Gott geschenkt haben, dann kommt so ein Pass raus, den der auf Vini Junior spielt. Vom Timing perfekt, von der Kraft perfekt, ja, von der Sicht des Fußballs. Das war der Pass, den diese Aktion gebraucht hat. Der Pass, der alles verändert. Und Vini Junior mit seiner Geschwindigkeit startet durch, Mbappé mit seiner Geschwindigkeit, individuelle Qualität. Und auch der Pass von Vini Junior mit der Trivela ist brillant. Dieser Pass ist genau so stark, wie er sein muss. Der Verteidiger kommt nicht ran. Der Torwart, obwohl sie alles versuchen, kommen nicht an den Ball. Und Kylian Mbappé steht vorm leeren Tor ohne Gegner. Das Einzige, was dieses Tor noch hätte besser machen können, wäre, wenn Kylian Mbappé aus Spaß bis zur Linie gelaufen wäre, draufgetreten hätte und Franco Mastantuono den gemacht hätte, damit jeder beteiligt gewesen wäre. Also, das 2:0 ist ein Kunstwerk von Real Madrid. Das sollte im Santiago Bernabéu Museum in Dauerschleife laufen und in der Kabine, damit die Spieler sehen, wie Fußball funktioniert. Also, tolles Tor von Real Madrid. Danach muss man sagen, das Spiel ging ein bisschen hin und her. Monaco hatte auch die ein oder andere Torchance. Ich erinnere mich an einen Abschluss von Ansu Fati, wo er nicht mehr ganz rankommt. Es ging hin und her, aber man hatte nie das Gefühl, dass dieses Spiel wirklich anbrennen könnte. Ja, und nach der Halbzeit, ich hatte ein bisschen Angst. In den letzten Monaten hatte Real Madrid oftmals eine gute und eine sehr schlechte Halbzeit. Davon war gestern nicht zu sehen. Real Madrid weiter Vollgas, weiter aggressiv, weiter intensiv. Und ich muss auch sagen, was mir gestern sehr, sehr gut gefallen hat, waren die Außenpärchen bei Real Madrid. Mittelfeld auch super, aber die Kombination draußen zwischen einem Fede Valverde und einem Franco Mastantuono oder auf der anderen Seite zwischen einem Eduardo Camavinga und einem Vini, das ist doch das, was wir Madridistas sehen wollen. Tolles Spiel von den Außen, aber wie gesagt auch in der Mitte. Ja, und kommen wir zum 3:0 und auch wieder ein tolles Tor. Real Madrid kommt in eine schnelle Gegenbewegung. Vini Junior kriegt den Ball. Er hätte den einfachen Pass auf den Arda Güler, aber da stand ein Gegenspieler im Weg und er sieht, ein Franco Mastantuono stürmt rein. Vini gibt in den perfekten Pass. Der Argentinier krönt seine Leistung mit dem 3:0. Tolles Spiel von Franco Mastantuono, tolles Mannschaftstor wieder von Real Madrid. Das 4:0, wieder mehr von dem Gleichen. Vini setzt sich wieder durch. Also, was ein Vini Junior gestern mit den rechten Verteidigern von Monaco gemacht haben. Der gegnerische Trainer, der aussah wie Diego Simeone, so ein bisschen auf Temu, der war verzweifelt. Der hat schon den rechten Verteidiger ausgewechselt, aber der andere konnte auch nichts machen. Wenn Vini Junior mit diesem Tempo unterwegs ist, mit diesem Selbstvertrauen, dann ist der unaufhaltsam. Wie gesagt, ein Álvaro Arbeloa hat anscheinend die richtigen Worte gefunden. Ein Vini Junior, es ist kein Zufall, dass ein Vini Junior nach seinem Tor, das ist nicht das, sondern das danach, da kommen wir jetzt zu, direkt zu einem Álvaro Arbeloa gelaufen ist, vor dem ganzen Bernabeu ihn umarmt hat. Das ist der Vini Junior, den wir doch alle sehen wollen. Ja, und gestern gab es natürlich auch Applaus im Santiago Bernabéu, Standing Ovations für Vini Junior. Wen wundert es?
Ja, es hat nichts damit zu tun, dass die Fans irgendjemanden hassen oder verurteilen wollen. Es hat damit zu tun, dass die Fans wissen, was dieser Junge geben kann. Und das hat er seit 1,5 Jahren nicht gemacht. Gestern endlich wieder der Vini, den wir sehen wollen. Und jetzt hoffe ich unter Álvaro Arbeloa, einem Trainer, der zu 120% hinter ihm steht, dass er jetzt endlich wieder Kontinuität in seine Leistungen bekommt. Nicht wie gegen Barcelona im Supercup-Finale brillant, danach gegen den Zweitligisten keinen Bock. Nein, wir wollen diesen Vini Woche für Woche sehen. Und du musst nicht jede Woche ein Traumtor machen und 3 Assists geben. Nein, aber immer wieder diese Intensität, diesen Willen, dieses nach hinten arbeiten. Wie gesagt, brillantes Spiel von Vini Junior. Das 4. Tor geht auf seine Kappe. Er flankt den Ball rein. Arda Güler steht bereit, das Tor zu machen. Und Thibaut Kehrer denkt sich, nein, Arkadaş, du machst das Tor nicht. Ich mach das selber. Eigentor von AS Monaco. Ja, und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit hat Monaco quasi gar nicht mehr stattgefunden. Und ich weiß, viele werden jetzt wieder schreiben, es ist nur AS Monaco. Ja, dieses AS Monaco hat gegen Manchester City unentschieden gespielt, hat Paris geschlagen, also es ist nur AS Monaco. Und ein Gegner ist immer nur so stark, wie eine Mannschaft ihn lässt. Real Madrid, ich lasse kein Hack, nehme ich Real Madrid weg für diese Mannschaftsleistung. Macht erstmal 6 Tore in der Champions League gegen so einen starken Gegner. Ja, das 5-1... Ja, hat auch wieder ein typisches Real Madrid-Tor. Ball in die Mitte und Arda Güler schmeißt sich mit allem, was er hat, da rein. Spielt den Ball auf einen Vini Junior. Und das ist diese Aggressivität, diese Intensität, was ein Arda Güler so wichtig macht für die Mannschaft. Nicht nur, dass er wahrscheinlich der beste Techniker ist von allen auf dem Platz immer. Nein, er kämpft und will und ackert und macht genau das, was der Trainer ihm sagt. Das muss man übrigens auch um Franco Mastantuono sagen, der auch immer diese Intensität hat. Ja, es ist kein Zufall, Erfolg ist kein Zufall. Arda Güler rutscht rein, Vini Junior kriegt den Ball und Vini Junior hat es in den letzten Wochen versucht zu erzwingen. Diesmal hat es geklappt. Er nimmt eigentlich einen Abschluss, der meines Erachtens nach ein bisschen zu spät war. Zieht nochmal vorbei. Aber wie der dann den Ball da unter die Latte jagt. What? Ist das bitte für ein Traumtor? Wie hat jemand mit so einer Schusstechnik 20 Spiele nicht getroffen? Ja, und wie gesagt, Vini rennt sofort zu einem Álvaro Arbeloa, will zuerst nicht feiern, aber dieser Junge, der ist emotional, das ist kein schlechter Mensch. Und dieser junge Mann sieht ihm seinen Gefühlszustand in seinem Gesicht an. Der kann das auch nicht verstecken. Der wäre kein guter Pokerspieler, der kann nicht bluffen. Ja, und man hat auch gesehen, wie die Umarmung, das Bernabeu, wie das Lächeln zurückgekommen ist. Hat mich riesig gefreut. Auch, dass der MVP geworden ist. Dass Kylian Mbappé, der ja die Kabine zerstören wollte, der Erste war, der mit ihm gefeiert hat. Also, Family FC ist anscheinend zurück. Ja, und das 6-1, also das Tor von Monaco müssen wir auch noch erwähnen. Dani Ceballos, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, wie jeder in der Mannschaft. Werdet ihr gleich hören in der Einzelbewertung. Katastrophaler Fehlpass darf dir nicht passieren. Monaco macht das 5-1, oder 4-1 war das, glaube ich. Aber man muss auch Props geben. Monaco waren 4-0 oder 5-0 hinten und greift trotzdem im 16er von Madrid mit 4 Mann an. Also Respekt da auch an Monaco, haben sich das Tor verdient. Ja, und das 6-1. Pass in die Tiefe. Dienhausen, der ein tolles Spiel gemacht hat, lässt den Ball durch die Beine. Jude Bellingham rennt auf den Torwart, zieht vorbei, schießt den Ball ins Tor. Und dann kam die Überraschung des Abends. Ein Jude Bellingham geht nicht zu den Fans und macht den la 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 la. Nein, ein Jude Bellingham wischt der Presse einen aus. Der feiert so hier und zwar mehrmals, dass auch jeder das sieht, um der Presse klarzumachen. Ich dachte, ich bin der Jude Bellingham, der jede Disco zumacht. Ich dachte, ich bin der jeden Tag besoffen durch Madrid rennt, obwohl es noch nie irgendeine Handykamera, irgendein Bild davon gab. Seltsamerweise im Jahr 2026, 25 hat ein Jude Bellingham noch nie einer auf TikTok in der Disco gesehen, aber seltsamerweise ist er angeblich immer betrunken. Das wollte er gestern damit vermitteln und er macht gestern, ja, den krönenden Abschluss mit dem 6-1. Am Ende ist auch noch ein Mesonero reingekommen, ein Spieler aus der Jugend. Das erfreut das madridista Herz. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, die beste Mannschaftsleistung. Jeder Einzelne hat seinen Job gemacht. Jeder Einzelne hat auf seinem Niveau performt. Und ich frage mich, ist das nur ein Strohfeuer? Wie ein Xabi Alonso in seiner ersten Woche bei der Club-WM? Oder erreicht ein Álvaro Arbeloa die Mannschaft einfach anders?
der geht das Thema anders an, der ist viel näher an seinen Stars dran, die dürfen sich diese Allüren wahrscheinlich etwas mehr erlauben. Ich finde das nicht gut, wenn ich von draußen gucke, aber vielleicht funktioniert Real Madrid so. Was soll ich sagen? Unter einem Ancelotti, unter einem Zidane, wo sie ihre Freiheiten haben, gab es die Champions League. Unter einem Xabi Alonso, der eigentlich das gemacht hat, was ich sehen wollte. Und ich ändere meine Meinung so schnell nicht. Ich will eigentlich ein Real Madrid sehen, was den Fußball 2026 spielt. Aber ja, wer gewinnt, hat recht. Vielleicht ist diese Kabine tatsächlich so, dass sie einfach jemanden brauchen, ja, den sie fühlen, der einfach komplett hinter ihnen steht. Solange das funktioniert und solange ein Álvaro Arbeloa auch dafür sorgt, dass die anderen, die den Fußball generieren, spielen, ja, werde ich mich nicht beschweren. Erst recht nicht, wenn wir in der spanischen Liga nur noch einen Punkt hinter dem FC Barcelona sind und in der Champions League in den Top 4 sind. Ja, das war das, was ich gestern auf dem Platz gesehen habe. Mit Sicherheit hatte Monaco auch noch die ein oder andere Chance. Thibaut Courtois wie immer sehr, sehr stark. Aber ich glaube, es gibt keinen, der sagt, dieser Sieg war auch in der Höhe verdient. Im Gegenteil, Madrid hätte noch 2 oder 3 Tore machen können. Ja, das ist meine Meinung zum Spiel. Und bevor ich mich verabschiede, die Einzelbewertung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois, wenn er gebraucht wurde, war er da, musste keine Riesenparaden machen, die er gemacht hat, hat er gut gemacht. Die Außenverteidiger, habe ich eben schon gesagt, das sind Außenverteidiger. Fede Valverde und Eduardo Camavinga, wenn die das mal in ihren Kopf kriegen, können die Top 3, Top 2 auf dieser Position werden. Innenverteidiger Dienhausen, sein bestes Spiel seit Monaten, der hat auch in einem Interview nach dem Spiel gesagt, ich war vorher in meinem Leben noch nie verletzt und habe mich 3-mal am Stück verletzt. Es war für mich sehr schwer, wieder reinzukommen, aber jetzt geht es aufwärts. Raúl Asensio, wie immer, grundsolide, aggressiv. Gutes Spiel des jungen Sergio Ramos. Tchouaméni, Bellingham und Arda Güler. Ja, alle 3 haben mir gut gefallen. Alle 3 haben dieser Mannschaft die Stabilität nach hinten gegeben und nach vorne für Gefahr gesorgt. Insbesondere ein Arda Güler ist für diese Mannschaft so wichtig, so essentiell. Der war in 3 oder 4 Toren beteiligt. Vielleicht nie den direkten Assist bekommen. Doch, bei Vini Junior hat er den Assist bekommen. Aber, wie gesagt, für mich ist das 2:0. Ich weiß, Vini gibt auch einen Assist. Der hat auch einen Assist verdient. Aber der Pass von Arda Güler hat eigentlich auch einen Assist verdient. Also, tolles Spiel von dem jungen Türken. Ein Arbeloa hat ihm, als er ihn ausgewechselt hat, auch auf den Kopf gehauen und gesagt, tolles Spiel, Junge. Also, und Jude Bellingham, ihm fehlt noch etwas, um in Kontinuität zu kommen, aber der ackert. Der ackert und mehr kannst du von dem Spieler nicht verlangen. Und ich finde, der hat seine Leistung auch mit dem letzten Tor gekrönt. Vorher hatte der noch 2, 3 gefährliche Aktionen. Gutes Spiel im Endeffekt vom Engländer. Das kann er noch besser. Aber vor allem das Beste, dass er der Presse einen ausgewischt hat. Ja, und vorne drin, vielleicht die 3 Spieler des Spiels. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kylian Mbappé war vielleicht der schlechteste vorne und hat 2 Tore gemacht. Also das sagt alles über die Mannschaftsleistung von Real Madrid. Gutes Spiel. In der ersten Halbzeit hat er irgendwie seltsamerweise keinen Pass über 2 Meter auf den Mann gebracht. In der zweiten Halbzeit sah das auch schon besser aus. Aber wie gesagt, der entscheidet dir das Spiel in den ersten 20 Minuten. Was willst du mehr? Rechts Franco Mastantuono. Das beste Spiel, seit der Madridista ist. Dieser Junge braucht blond gefärbtes Haar. Dieser Junge, der wird noch besser. Der hat das gemacht, was wir von ihm verlangt haben. Geackert. Rechts das 1:1 gesucht. Tore eingeleitet. Tore gemacht. Wir können nicht mehr verlangen. Er hat auch nach dem Spiel in einem Interview gesagt, hey Leute, ich kam aus einem fremden Land. Alles war neu. Meine Familie war noch in Argentinien. Es dauert, bis man sich hier dran gewöhnt. Ja, wenn das der Weg ist, den du einschlägst, wirst du dem Madridismo noch sehr viel Freude machen. Ja, und links Vini. Tchouaméni hat nach dem Spiel gesagt, das ist mein Vini. Und besser kann man es nicht sagen. Das ist unser Vini. Ich kann nur hoffen, dass dieser Vini Kontinuität in sein Spiel bekommt, wenn er so spielt wie gestern. Und zwar wieder Spiel für Spiel. Es werden nicht immer 3 Assists und ein Tor passieren, das ist mir absolut klar. Aber dieser Vini, der nach hinten geholfen hat, der nach vorne immer der Unterschiedsspieler war, dann reden wir auch irgendwann wieder über den Ballon d'Or. Und eine Aktion wollte ich nochmal separat erwähnen. Welche Minute war das? 80. Madrid führt mit 5 Toren oder was auch immer. Monaco kann kontern.
Und ein Kylian Mbappé tut sich einen 80 oder 90 Meter Sprint an, um der Mannschaft zu helfen. Sorgt dafür, dass der Spieler von Monaco im Fall in den Ball spielen muss. Was ist das für eine Aktion? Und dann ist er auch der allererste, der zu Vini rennt und ihn umarmt. Dieser Junge ist Gold für die Kabine. Ja, wenn ein Álvaro Arbeloa einen Kylian Mbappé so zum Laufen kriegt, ist er der richtige Trainer für Real Madrid. Ja, ich bin gespannt, was ich vergessen habe. Ich bin gespannt, wie ihr dieses Spiel gesehen habt. Lasst mir eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, teilen, hypen, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen Dank für jeden einzelnen von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. À la Marie!